Niegelnagelneu und quasi ab jetzt auf dem Markt, aber jetzt schon hier bei Recycle. Guten Morgen, Nico, grüß dich. Guten Morgen, grüß dich. Nico, niegelnagelneu, jetzt auf dem Markt, seit heute, direkt hier das neue Cube. Richtig, genau. Das neue Cube Reaction Hybrid Pro mit dem neuen Bosch Performance CX Motor. Genau, und das ist nämlich auch schon direkt das Mega-Highlight, denn dieser Motor ist quasi, was absolut Neues, Neuartiges, niegelnagelneu und genial. Ja, der neue Performance CX, man hat lange drauf gewartet, jetzt ist er da. Wir sind froh darüber, dass wir mit Cube einen Partner haben, der den Motor so früh an den Markt bringen konnte. Es gibt manche Lieferanten oder Hersteller, die deutlich später kommen. Und jetzt seit heute haben wir das Produkt da mit dem ersten Modell, sprich mit diesem hier. Und ja, es gibt viele Neuigkeiten. Genau. Das Wichtigste natürlich tatsächlich hierbei ist wirklich der Bosch Motor. Erzähl mal, was ist jetzt hier in diesem Motor anders als bisher? Also, große Veränderungen. Man hatte gewisse Nachteile mit dem alten Motor, er war jetzt aber auch lange auf dem Markt und hat schon immer noch seine Berechtigung. Nur jetzt mit dem neuen Motor war eines wichtig, er musste kleiner werden. Das ist er geworden. Er ist 25% kleiner bzw. leichter wie vorher. Wir haben jetzt ein Gewicht von 2,9 Kilo statt wie vorher 4. Das ist also schon ein erhebliches Ersparnis. Dazu kommt, dass das Getriebe jetzt nicht mehr direkt mit der Welle verbunden ist. Heißt also, wenn ich über 25 km/h fahre oder ohne Motorunterstützung, hatte ich bei dem alten Performance CX immer einen gewissen Widerstand, dadurch, dass das Getriebe mitgekoppelt war. Und das ist jetzt komplett entfallen, so wie wir das von Shimano und Yamaha auch schon kennen. Und das kann der neue Motor zusätzlich halt auch. Und das sind so die Haupthighlights, die sich eigentlich geändert haben. Akku ist gleich geblieben. Ja, es kommt auch ein neuer Akku, ein 625 Watt. In dem Modell jetzt noch nicht. Der Akku kommt etwas verzögert. Wir gehen mal davon aus, Ende des Jahres. Und werden wir natürlich auch direkt wieder drüber berichten. Garantiert werden wir darüber berichten, aber jetzt erstmal hierzu. Trotzdem mit diesem Akku, wie ist die Reichweite, die Dauer? Also wir haben hier jetzt den klassischen 500 Watt Akku mit der semi-integrierten Lösung. Das heißt, er ist zur Hälfte in den Rahmen integriert. Es kommen jetzt vereinzelt dann aber auch die Räder mit der komplett integrierten Lösung und dem neuen CX-Motor. Man muss halt dazu sagen, dass für jeden Hersteller die Rahmen neu konstruiert werden mussten. Das Rad gab es ja vorher auch schon. Man hat den Akku jetzt noch ein bisschen schöner reingelegt. Man hat schönere Veränderungen, wie beispielsweise diese Gummilippe. Das heißt, ich habe keine Verletzung mehr des Lackes. Hier war vorher immer der direkte Rahmen gewesen. Das heißt also viele Details, die verändert wurden. Verbesserte Abdeckkappe, die ist also auch deutlich formschöner und auch einfacher wieder einzusetzen. Plus zusätzlich, dadurch, dass der Motor jetzt natürlich kleiner ist, haben wir natürlich immer noch eine gewisse Energie, die er erzeugt, und Energie erzeugt Wärme, und die wird im Prinzip hier über diesen Bereich halt auch wieder rausgelassen. Also man hat den Motor in sich auch etwas gedreht. Das war bei Cube eigentlich auch schon immer so gewesen, dass wir in der Linie einen geraden Verlauf von oben runter haben. Und meiner Meinung nach haben sie das gut gelöst. Zusätzlich jetzt nicht nur gesagt, wir brauchen eine andere Motoraufnahme, es ist ein bisschen kompakter, sondern halt wirklich hier diese vielen kleinen Details, wie eben schon angesprochen, zusätzlich nochmal mit verbessert bei einem bestehenden Rad. Und wenn man jetzt mal zum Preis kommt, das Rad kostet 2.399 €. Sensationeller Preis für neuen Motor und 500 Watt Akku. Also da ist der Markt sicherlich nicht so wie bei den Cube-Modellen hier mit so einer Ausstattung. Und ich denke mal, wir reden jetzt auch weniger jetzt hier von dem Alltagsgebrauch, sondern das hier ist schon auch was für Profis. Ja, Profis sind wir natürlich alle nicht in der gewissen Art und Weise, aber es ist egal, ob ich jetzt dreimal im Jahr die Eisdiele fahre oder doch ein bisschen ambitionierter. Mit dem Rad habe ich eigentlich schon alles, um schöne Touren zu machen, um einfach halt auch Spaß zu haben. Es gibt ja noch weitere Ausstattungsvarianten, auch in dieser Rahmenform. Die gehen dann hoch bis 2.799 € und ab dann haben wir einfach den Punkt, dass wir die integrierten Lösungen dann auch haben. Nico, ein weiterer Unterschied ist auch die Kraftentfaltung hier bei diesem Motor. Richtig, genau. Also wir haben als weiteres Highlight oder Veränderung, muss man ja eigentlich sagen, dass der Motor in sich
Wenn ich über ein Hindernis fahre und aufhöre zu pedalieren, war es bei dem alten Motor so, dass er natürlich aufgehört hat, Kraft zu übertragen. Das heißt, das Hindernis konnte ich nicht richtig überfahren. Jetzt schiebt der Motor leicht nach und somit kann ich dann, wenn ich aufhöre zu pedalieren, trotzdem über das Hindernis drüber kommen. Und das ist eigentlich sehr interessant. Auch in der Fahrpraxis muss man das einfach mal erfahren, weil das wirklich eine super Verbesserung ist, ne? Also auch nicht negativerseits. Das werden wir bestimmt demnächst mal zeigen, hier einen kleinen Fahrbericht über dieses neue Cube mit dem neuen Bosch Motor. Ja, ich würde sagen, Downhill war gestern, mit diesem Fahrrad heißt es nur noch Uphill. Richtig, genau. Hauptsache Berge. Genau, Hauptsache Berge. Und eins muss man noch erwähnen, hier mit diesem Motor wurde auch tatsächlich der Red Dot Award 2019 gewonnen. Also Design, Leistung, alles passt. Richtig, alles passt, alles ist vorhanden und das zu einem sensationellen Preis in dieser Form, wie das Cube hier bietet, gehen wir davon aus, dass das Rad auch in dem nächsten Jahr sehr erfolgreich sein wird. Ja, Nico, ich würde jetzt mal sagen, ich hoffe, du hast genug vorrätig, weil ich kann mir vorstellen, das möchte jetzt sofort jeder haben. Und damit man es auch haben kann, musst du natürlich nur noch verraten, wo ich es bei dir bekomme. Ja, klar. Also wir haben natürlich, die ersten sind jetzt schon da. Das ist die erste Farbe. Es gibt noch eine zweite Farbe, ganz in schwarz, so wie wir das auch vom letzten Jahr her schon kennen, weil viele natürlich sagen, die Farbe gefällt mir nicht unbedingt. Sie polarisiert natürlich ein bisschen mehr wie das neutrale Schwarz. Aber alles ist im Anmarsch und wer auf jeden Fall mal Performance CX sehen will, anfassen will, fahren will, der kann natürlich vorbeikommen und es testen. Zu finden sind wir natürlich in St. Wendel. Zum einen in der Linksweiler Straße 27a, direkt an der B41 neben der Shell-Tankstelle, oder in Riegelsberg in der Saarbrücker Straße 171, direkt nähe Kaufland. Man kann es gar nicht empfehlen. Nico hat schon gesagt, einfach mal vorbeikommen. Man kann es natürlich auch mal Probe fahren, austesten, probieren. Und ja, ich bin überzeugt davon, es wird viele begeistern und wir werden wahrscheinlich viele davon dann auf Saarlandstraße sehen. Nico, vielen Dank und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann. Alles klar, danke dir, ciao.